Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Let's Play The Beginner's Guide. Wir sind jetzt im Kapitel 8 mit dem Namen Notizen und damit im April 2009 gelandet und ich bin gespannt, wie das hier weitergehen soll. Wir schauen uns einfach mal weiter um. Können wir uns die einfach angucken? Ach, da oben. Netter Raum, von wegen. So first off, I'm sure you can deduce this, but this game is not connected to the internet. All of the notes that you're gonna see have been written by Coda. This was actually the first game of his that I ever played. This was shortly after I met him at a weekend game jam in Sacramento, where I grew up. I saw him working on this very level, and it was just so different from anything that anyone else was doing. So right away I was like, I have to be friends with this person. In retrospect, I think I was probably a bit too pushy, trying to get his attention. I was over-enthusiastic. But he was very gracious about it and very patient with me. And I cooled off eventually. Oh, feel free to skip over any of these notes if they're not doing anything for you. Nothing extra is gonna happen if you read all of them. Either way, to me they convey a sense of loneliness. I see this person who's filled with thoughts and feelings and beliefs and has no way to express them except as scattered and unheard voices in a game that wasn't meant to be played. Warum gibt es But Holz it's und ironic, isn't it, Gras? that in playing this game and seeing how alone Coda often felt, that we get to know him better and actually kind of connect with him. And I have to be honest with you, this idea is really seductive to me. That I could just play someone's game and see the voices in their head and get to know them better and have to do less of the messy in-person socializing. I could just get to know you through your work. I think this is why I always liked Coda's games so much, is because it felt like they let me have that connection. I felt as though he was inviting me personally into his world. And then I feel less lonely too. Wow. Ich weiß nicht, das Bild dort hinten sieht mich gerade irgendwie magisch an. Oh Gott. Ich weiß gar nicht. Was ist das für ein Bild? Kommen wir da überhaupt hin? Irgendwie von der anderen Seite. Ich habe keine Ahnung. Wir gehen jetzt einfach mal hier unten weiter. Ich weiß gar nicht. Das soll eine Notiz sein. Ignoriere die anderen Zettel. Oh, ich glaube, wir sind beim Bild, oder? Ich finde das irgendwie schön. Ich weiß nicht warum. Schauen wir mal weiter, was es noch so gibt. Und ich weiß auch nicht genau, wo wir hin sollen. Wie schon gesagt, ich kann die Geschwindigkeit nicht erhöhen. Das ist das Standardtempo, in dem ich hier durchlaufe. At the end of this level, we're going to see the puzzle again. And here, I'll tell you what I think the puzzle means. Each of these games represents an idea that was on Coda's mind at the time that he was making it. And the puzzle is a way of closing the door on a previous chapter of his life before moving on to the next one. In each of his games, after exploring a theme that, he might find difficult, Coda can then place this puzzle that he knows has a reliable solution, he understands exactly how it works, and so it gives him a simple mechanism for moving on. And because there's this dark area between the doors, a space between spaces, before you move on, you get to pause. Just for a moment, a few seconds to reflect on and let go of the events that led you here. To step back and connect the pieces together. To grasp at that elusive bigger picture. Das Flüstern ist eklig.
Aber ich mag das Orange der Wände. Ist das ein Schreibmaschinengeräusch? Ja. Die Laterne. Bist du da? Bitte sag etwas. Irgendwas. Ich muss nur irgendwas von dir hören. Sprich mit mir. Bitte. Warum fällt es dir so schwer zu sprechen? Sprich. Auch Pornostars leben nicht ewig. It's gonna kind of just spin its own wheels for a few minutes. Hang with it. Okay, im Brunnen. Was? Kommen wir hier raus? Ja. Ich muss gerade an Zitronen denken, wenn ich die Farben davon sehe. Das ist nur das Bild, was auch in unserem Zimmer hing. Aber ich mag das Design. Das ist irgendwie... Irgendwie sieht's... Was? See, like, this is it. The whole game. And there's nothing that's particularly interesting about it. You just walk to the end of a hallway. Except, for some reason, Coda gets really fixated on this prison that has all of this modern furniture. And I don't know why, but he decides he needs to revisit this prison. He's gonna start over, use the same assets, turn it into something else. Okay, cool. Here's version 2. Welche Möbel sollen in die Raummitte? Wie wäre es mit einem Fernseher mit Surround-System? Ein Kühlschrank. Mach ein großes Loch in den Boden. Ich würde gerne das Loch sehen. Was? Okay. Und was ist mit der Wand? Ein großes Bild von einem Pferd. Ich hätte ja gern eine Waschmaschine, 10 Öfen in einer Reihe an der Wand. Ich will ein Pferd. Es funktioniert nicht. Dieser Raum braucht etwas zum Auflockern. Ein Dachfenster, ein ganzes Panoramafenster an der Decke, damit etwas Licht reinkommt. Ich denke da an ordentliche 15er LED-Einbaustrahler mit fluoreszierendem Rand. Okay, wir stellen Testerspulen in jede Ecke. Cool. Ich weiß gar nicht, was vorher da war. Ich nehme mal 1. Es ist ja eh egal, was wir hinbasteln. Und einen Tisch. Wir brauchen einen Tisch. Wir haben einen Tisch. Wer bist du? Von wo aus machst du das? Ich bin ziemlich sicher, dass keiner meiner Entscheidung irgendwas bewirkt. Tische wurden 1935 erfunden. Nee, ich bin ziemlich sicher, dass das nichts bewirkt, was ich hier sage. There's a bit more to this one, but still, it's not really communicating anything. It's kind of just weird for weirdness' sake. Ich will dahin. So, okay, he throws it out and starts over. This time he comes at the prison idea from a different direction. Hallo, bitte geh vorwärts. Okay, um uns herum ist nichts. Mit dieser Anleitung kommst du aus jedem Gefängnis heraus. Folge den Anweisungen genau, vergiss keinen Schritt. Zuerst musst du auf diesen Tisch klicken. Gut, jetzt geh zum Fotorahmen und dreh ihn leicht nach rechts. Hier sind wieder diese Punkte. Jetzt schalte die Stehlampe in diesem Raum aus und wieder ein. Jetzt geh zum linken Sofa, verrück es ein bisschen. Und schließlich berühre noch die Regale. Kann ich? Nee, kann ich nicht. Das ist es. In einem echten Gefängnis ist der Fluchtweg nun frei. Geh zurück zum Anfang und wieder zurück in dein Gefängnis. Was? Geh zurück zum Anfang, um wieder zurück in dein Gefängnis gebracht zu werden. Da hinten hin oder was? Zurück?
And of course, now the table is gone and you can't begin the chain of events to escape. Here's a version where there are no bars, but you can't actually get to the well. And then a version where the inside of the prison is the outside and the outside is the inside. Let me just blink you real quick through a few more of these. I mean, he really unloaded on this prison idea. There's nearly a dozen of them. Personally, I think it's awful to watch this, to see a person basically unraveling through their work. And for what? Like, at what point do you just go, maybe there are game ideas other than this prison that I could be working on? But Coda doesn't have that voice telling you to stop, that particular mechanism of defense against yourself. Without it, you just spiral. And so he keeps going and going and going and going and going, and then he hits on something. And he likes it. And that's it. He's done. He stops making prisons. This is the very last version of the prison game that he created. And the reason I think it works is that the prison is not actually in it. Okay. Ich kann wieder nicht rennen. Die Laterne. Wie schnell etwas wie ein Horrorspiel wirken kann. Telefonzelle, okay. Nur weil es dunkel ist, gruselige Musik kommt und es irgendwie schauriger aussieht. Naja, rein mit uns. Hallo? Wer ist das? Hey, ich bin's. Ich bin du nach der Flucht aus dem Gefängnis. Du bist ich? Du warst also auch in diesem Gefängnis gefangen? Ja, ich war in einem Möbellabyrinth. And so this is what Coda wants, is to be able to talk to someone, to share what's on his mind, and to get some good advice from someone who knows. But the irony is that even in this scenario, you're still talking to yourself. You know, all of these games so far are Coda talking to himself. Ja, ich war in dem Möbellabyrinth. Da bin ich jetzt gerade. Ich bin ja froh zu wissen, dass ich hier irgendwann rauskomme. Wie ist es, frei zu sein? Eigentlich habe ich schon fast vergessen, wie es war, eingesperrt zu sein. Komischerweise vermisse ich das Gefängnis fast ein wenig. Fühlt sich an, wie wenn man völlig regungslos ist und sich gleichzeitig wild bewegt. Echt? Wie lange bist du schon draußen? Jahre. Ich stehe hier und habe mir einen Mut genommen, um mit dir zu reden. Erst ein paar Minuten, aber es ist fast schon, als wäre es viel länger. Aber das ist das Schlimmste und Unschönste, was ich je durchgemacht habe. Wie kannst du sowas nur vergessen? Ich kann dir sagen, es ist nicht so leicht, wie du vielleicht denkst. Man vergisst es nicht, man identifiziert sich nur nicht mehr damit. Wenn man tief drin steckt, kann alles wie eine Unendlichkeit wirken. Moment, wenn du ich bist, hast du dann da drin einen Anruf von einer anderen Version von dir selbst bekommen? Nein, ich glaube, ich bin die erste Person, die zurückruft. Kannst du mir dann sagen, wie man rauskommt? Vielleicht kann ich kommen und dich suchen. Was muss ich tun? Um rauszukommen, muss es dir nur ernst sein. Um rauszukommen, musst du mir sagen, wie du dich gerade fühlst. Um rauszukommen, musst du nur ein bisschen mit mir reden. Was? So komme ich frei? Wie funktioniert das? Das kannst du nicht wissen, bevor du draußen bist, aber es funktioniert ehrlich. Dir muss es einfach nur ernst sein. Das wird alles einen Sinn ergeben. Was muss mir ernst sein? Genau das musst du herausfinden, um rauszukommen.
I can see why he considers this a fitting conclusion to the prison games. After all of the obsession and frustration, just to be told by someone you can trust that things are going to be okay. Wouldn't that be nice? So what would it look like if Coda wanted to make a game about talking to someone other than himself? Bevor wir das aber rausfinden können, liebe Leute, machen wir an der Stelle wieder mal einen kleinen Cut mit Kapitel 10, dem Haus, und legen in der nächsten Episode wieder mit dem August 2009 los. Bis dann. Tschüss.